Die steuerlichen Negativmeldungen aus Thailand reißen nicht ab. Nun soll offensichtlich die erst im Januar 2024 eingeführte Regel zur Besteuerung von Auslandseinkommen komplett über den Haufen geworfen werden. Ab demnächst sollen alle Welteinkünfte in Thailand versteuert werden, egal ob du diese nach Thailand ausgeschüttet hast oder nicht. Was das konkret bedeutet, wollen wir uns in diesem Video einmal näher betrachten. Zunächst möchte ich Folgendes vorausschicken. Was ich in diesem Video erzähle, ist noch nicht wirklich spruchreif und ist auch noch nicht wirklich bis zum Ende ausgearbeitet durch die thailändische Regierung. Ich warte hier selbst auch noch auf eine entsprechende Erklärung der thailändischen Steuer. Anfang Juni 2024 gab es ein Meeting in Thailand zwischen dem thailändischen Premierminister Thavisin und der Leiterin der thailändischen Revenue-Behörde Kulaya Thantimit. Danach gab es eine Pressekonferenz, auf der bekannt gegeben wurde, dass die Steuereinnahmen sinken momentan in Thailand und dass man sich daher zu einer Reihe von Maßnahmen entschlossen hat. Und einer dieser Maßnahmen soll eben sein, dass jetzt jene, die Auslandseinkommen haben, nicht nur Steuern auf das Auslandseinkommen bezahlen müssen, was sie nach Thailand remitten, also ausbezahlen, sondern auf sämtliche Auslandseinkünfte, egal ob ausgeschüttet nach Thailand oder nicht. Das ist natürlich eine sehr signifikante Änderung der Regelung, die erst hier Anfang 2024 eingeführt wurde, wonach ja nur jenes Auslandseinkommen in Thailand zu versteuern war, welches dorthin überwiesen wurde oder anderweitig verbraucht wurde. Wie gesagt, das Ganze ist noch in Arbeit, so scheint es bei der thailändischen Steuerbehörde. Sie haben noch kein offizielles Announcement gemacht. Es gab, wie gesagt, nur diese Presseerklärung. Wenn du in Thailand lebst, wäre ich natürlich jetzt sehr vorsichtig, keine voreiligen Schritte zu unternehmen. Ich will dich in diesem Video zunächst einmal aufmerksam darauf machen, dass es diese Situation überhaupt gibt in Thailand. Hier musst du dich am besten mit einem Steuerberater oder Anwalt austauschen und auch die lokale Presse hier weiter verfolgen. Es gibt einige Presseartikel zu diesem Thema. Einige werde ich auch hier in der Beschreibung verlinken. Aber wie gesagt, wir warten noch immer auf ein offizielles Statement durch die thailändische Regierung. Übrigens, wenn du hier irgendwas gefunden hast, wenn du hier irgendwas kennst, dann bin ich immer dankbar für Input. Poste doch einen Kommentar und teile einen Link. Das hilft uns allen sehr, vor allen Dingen in Situationen wie jetzt, die sich doch sehr schnell verändern. Die Frage ist natürlich auch, wann diese Änderung konkret eingeführt wird. Auch hier gibt es verschiedene Versionen online. Einige sagen, dass diese Änderung erst zum 01.01.2025 in Kraft tritt. Das heißt also für das Steuerjahr, was am 01.01.2025 beginnt. Andere sagen, dass man schon in der Steuererklärung, die zum 31.03.2025 fällig wird, für 2024 das gesamte Welteinkommen erklären muss. Das wäre natürlich für viele tatsächlich ein Hammer, vor allen Dingen jene, die eben nach Thailand gekommen sind, unter anderem auch aus steuerlichen Gründen und zum Beispiel vielfach Einkommen im Ausland haben, zum Beispiel Kapitalerträge, Krypto oder sonstige Einkünfte. Wir haben jetzt Anfang Mitte Juni. Wenn du schon das ganze Jahr über in Thailand warst, solltest du dir gut überlegen, ob du jetzt nicht Thailand verlässt, wenigstens temporär, denn du weißt ja, dass du ab 180 Tagen Anwesenheit in Thailand steuerpflichtig dort bist. Sollte jetzt diese Änderung tatsächlich hier rückwirkend zum 01.01.2024 eingeführt werden, müsstest du also Thailand sehr schnell verlassen, je nachdem, wie viel Zeit du dort schon verbracht hast dieses Jahr, um dieser Steuer noch zu entgehen. Wenn du planst, nach Thailand umzuziehen, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, zu warten, bis du hier tatsächlich eine Bestätigung hast, wann diese Regel in welcher Form eintritt, bevor du konkrete Umzugspläne machst. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass man mit dem LTR, dem sogenannten Long-Term Resident Visa, dennoch Steuerfreiheit in Thailand genießen kann. Das sind aber eben Dinge und einer der vielen Details, die noch nicht geklärt sind. Wenn du Rentner oder Pensionär bist und keine anderen Einkünfte hast als deine Rente und Pension und du diese ohnehin nach Thailand ausschüttest,
dann wird sich auch mit der neuen Regelung jetzt keine große Änderung zu jener Regelung ergeben, die ja schon für den 01.01.2024 angekündigt war. Dann hast du dich ja wahrscheinlich ohnehin schon damit arrangiert, dass eine Remittance nach Thailand möglicherweise steuerpflichtig ist, auch eine Remittance deiner Rente. Es kommt dann natürlich sehr stark auf das Doppelbesteuerungsabkommen an, aber wenn deine Rente im Ausland schon besteuert ist, kannst du davon ausgehen, dass du in Thailand nicht noch einmal Steuern bezahlen musst oder wenigstens, dass die im Ausland bezahlte Steuer anerkannt wird. Tatsache ist aber, dass Thailand von seinem Besteuerungsrecht, und das ist zum Beispiel der Fall bei deutschen Renten, vielfach keinen Gebrauch gemacht hat in der Vergangenheit. So wurden zum Beispiel deutsche Renten in Deutschland steuerlich freigestellt, denn gemäß DBA, gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, hat Thailand das Besteuerungsrecht. Thailand hat eben aber dann davon keinen Gebrauch gemacht. Das heißt also, in dieser Situation würdest du natürlich dann Steuern in Thailand bezahlen, auf deine Rente, auf deine Pension. Allerdings, wie gesagt, das hast du ja ohnehin schon gewusst, denn das wäre dir sowieso bevorgestanden, auch mit der Änderung, die sich zum 01.01.2024 angekündigt hatte. Jetzt von der neuen Regelung sind tatsächlich jene betroffen, die im Ausland hier hohe Erträge erzielen, die geplant haben, einen Großteil der Erträge nicht nach Thailand auszuschütten, sondern in Thailand von einem Teil der Einkünfte zu leben, welche sie dann auch in Thailand versteuert hätten und der Rest bliebe dann einfach im Ausland. Das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Du müsstest dann mit der neuen Regelung in Thailand dein Welteinkommen komplett deklarieren, alles in Thailand angeben und dann die entsprechenden Steuern bezahlen. Immer unter Berücksichtigung natürlich der Steuern, die du bereits im Ausland im Rahmen eines DBA bezahlt hast. Eine weitere Maßnahme, die Kulaya Thantithemit, also die Leiterin der thailändischen Steuerbehörde, ankündigte, war, dass man in Zukunft die Aufenthaltsbewilligung in Thailand, die man ja vielfach alle 90 Tage verlängern muss, nur noch dann verlängert bekommt, wenn man eine thailändische Steuer-ID hat. Das heißt, auch hier soll letztlich vorgebeugt werden, dass Ausländer in Thailand leben, vielleicht einen Border Run machen oder einfach ein Visum haben, das ständig verlängern lassen, sich aber steuerlich hier nicht registrieren. Auch dazu gibt es noch keine genaueren Informationen, wie das implementiert werden soll, aber man kann schon sehen, die Thailänder sind sehr aggressiv darum bemüht, hier weitere Steuereinnahmen zu finden. Da sind natürlich die Ausländer ein leichtes Ziel, denn sie haben niemanden, der für sie spricht bei der thailändischen Regierung. Wer hat schon Mitleid mit ein paar Farangs, nicht wahr? Das alles ist natürlich auch im Kontext dessen zu sehen, dass Thailand hier gerne Vollmitglied der OECD werden möchte. Wenn man das möchte, muss man dann natürlich ordentlich auch im eigenen Haus aufräumen. Thailand hat eine gigantische Schattenwirtschaft. Diese, so die thailändische Regierung, will man nun, soweit es geht, trockenlegen. Eine weitere Maßnahme, die übrigens hier von Frau Thantithemit nochmals wiederholt wurde, die aber schon im Dezember 2023 beschlossen wurde, war die Tatsache, dass nun auch große Online-Plattformen an die thailändische Regierung melden müssen, wenn hier Thailänder Umsätze auf diesen Plattformen gemacht haben. Zum Beispiel Airbnb ist ja der klassische Fall. Also all jene großen Plattformen müssen nun, wie das in vielen anderen Ländern auch der Fall ist, an die thailändische Regierung melden, was hier für Umsätze in Thailand getätigt wurden, sodass dann hier die thailändische Regierung sicherstellen kann, dass Steuern bezahlt werden. Alles in allem also nicht so positive Nachrichten aus Thailand. Wir sind das ja nun fast schon gewöhnt, dass hier laufend steuerlich negative Meldungen aus Thailand kommen. Ich fürchte, wenn diese Maßnahmen tatsächlich so umgesetzt werden, und man muss nun, wie gesagt, Details abwarten, wir kennen noch keine offiziellen Details, aber wenn es wirklich so kommt, wird Thailand hier als steuergünstiges Wohnsitzland nicht mehr attraktiv sein und man wird sich dann nach anderen Ländern umschauen müssen. Wie gesagt, ich würde dir raten, nichts zu überstürzen. Informiere dich gut, was jetzt die besten Maßnahmen sind. Aber wenn du Thailand verlässt, gibt es natürlich auch noch andere attraktive Länder, die hier in Asien vielleicht für dich in Frage kommen. Ein gutes Beispiel ist natürlich der Nachbar von Thailand, Malaysia. Die haben ganz attraktive Visa und auch steuerliche Vorteile. Auch die Philippinen sind interessant und weitere Länder in Asien und über den asiatischen Kontinent hinaus. Wir werden dich hier jedenfalls auf dem Laufenden halten.
halten. Sobald wir hier tatsächlich eine Bestätigung haben, was passieren wird, wann es passieren wird, werde ich ein neues Video dazu veröffentlichen. In der Zwischenzeit, wenn das Thema Auswandern nach Thailand oder Wegziehen von Thailand auch für dich ein Thema ist, lade ich dich gerne ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.